Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch einen kuscheligen Cardigan nähen. Die Strickjacke ist locker geschnitten und wird offen getragen. Die überschnittenen Schultern und bequemen Ärmel lassen viel Platz, um andere Sachen noch darunter zu tragen. Die vorderen Kanten sind mit einer breiten Ausschnittblende versäubert und ihr könnt entscheiden, ob ihr den Cardigan mit oder ohne Nahttaschen näht. Das Schnittmuster findet ihr hier unter diesem Link. Zum Nähen der Jacke eignen sich weichfallende, leichte Strickstoffe, aber auch Sommersweats oder Jacquard-Jerseys sind geeignet. Ich habe mich nun für einen gemusterten Jacquard-Jersey entschieden und werde meinen Cardigan mit Taschen nähen. Die Schnittteile habe ich zum Teil hier schon einmal vorbereitet. Damit das Stoffmuster an den Vorderteilen später schön harmonisch verläuft und nicht von den Nahtaschen unterbrochen wird, schneiden wir die Teile jetzt auf besondere Weise zu. Die beiden Vorderteile sind bereits komplett zugeschnitten und nun legen wir sie einzeln auf ein Stoffstück, das groß genug ist für die Taschen. Dabei zeigen die rechten Stoffseiten jeweils nach oben und wir positionieren die Vorderteile möglichst genau im Musterverlauf. Wenn nun eure beiden Vorderteile wie Chamäleons nicht mehr zu erkennen sind, dann könnt ihr die unteren drei Kanten mit Kreide oder einem Markierstift abzeichnen. An diese drei aufgezeichneten Linien lege ich nun bündig das Taschenteil an, wobei die kurze Kante zur vorderen Mitte zeigt, und schneide es zu. Außerdem übertrage ich die Knipse mit kleinen Einschnitten in die Stoffkanten. Auf die gleiche Weise schneiden wir das zweite Taschenteil zu. Dieses muss allerdings gespiegelt, das heißt mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Stoff aufgelegt werden. Und auch hier übertrage ich fein säuberlich die Knipse. Jetzt haben wir also ein rechtes und ein linkes Taschenteil. Als nächstes können wir bei den beiden Vorderteilen die unteren Bereiche gemäß der Schnittteilmarkierung abschneiden. Diese Stücke haben wir nur für die Musterabstimmung benötigt. Außerdem übertragen wir noch die beiden Punkte für den späteren Tascheneingriff auf beiden Teilen. Nun sind unsere Schnittteile komplett. Wir haben also zwei Vorderteile, zwei Taschen, ein Rückenteil im Stoffbruch sowie zwei Ärmel und zwei Ausschnittblenden, die aus einem glatten, elastischen Bündchenstoff sind. Und jetzt geht's los mit dem Nähen. Ich verwende dafür nun meine Overlockmaschine und eine Nähmaschine. Ihr könnt den Cardigan aber auch komplett mit der Nähmaschine nähen. Tipps und Tricks hierfür erfahrt ihr in meinem Nähvideo zum Shirt Elaine. Im ersten Schritt nähen wir die beiden Taschenteile rechts auf rechts mit den Vorderteilen an der unteren geschwungenen Taschenbeutelkante zusammen. Dafür habe ich hier bereits ein paar Klammern gesteckt. Beide Taschenteile sind nun angenäht. Als nächstes können wir an den Vorderteilen die seitlichen Knipse jeweils mit den Punkten verbinden und an diesen geraden Linien dann Vorder- und Taschenteil mit der Nähmaschine zusammennähen. Dazwischen bleibt dann eine Öffnung für den späteren Tascheneingriff.
Am Anfang und am Ende der Öffnung für den Tascheneingriff müssen die Nähte gut verriegelt werden, damit sie später nicht einreißen. Die Taschennähte an beiden Vorderteilen sind nun fertig. Hier noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr besonders weiche Strickstoffe habt, dann ist es ratsam, die Stellen an den Tascheneingriffen zuvor mit etwas leichter Bügeleinlage zu verstärken. Anschließend habe ich nun die Taschenbeutel hier an den Seiten noch fixiert. Und wie ihr seht, haben wir an den Vorderteilen jetzt einen richtig schönen Musterverlauf. Als nächstes nähen wir die Vorderteile rechts auf rechts hier an der kurzen Kante zusammen. An die so verbundenen Vorderteile kommt nun rechts auf rechts das Rückenteil. Die Knipse helfen uns beim Feststecken. Und nun sind die Ärmel an der Reihe. Diese nähen wir als nächstes rechts auf rechts an die Armlochkanten. Und auch hier helfen uns die Knipse dabei, sie gleichmäßig verteilt festzustecken. Nachdem wir beide Ärmel angenäht haben, können wir nun die Seitennähte schließen. Hier habe ich bereits Klammern gesteckt anhand der Knipse und die Nähte an den Ärmeln müssen aufeinandertreffen. Als nächstes werden die Säume genäht. Dafür bügeln wir die Stoffkanten sowohl an den Ärmeln als auch an der unteren Kante 2 cm breit um und stecken sie mit Nadeln fest. Die umgebügelten Säume könnt ihr nun mit eurer Coverlock-Maschine nähen oder ihr verwendet eure normale Nähmaschine. Hier bietet sich ein elastischer Zickzackstich an oder ihr verwendet so wie ich eine Zwillingsnadel. Ich nähe jetzt auf der rechten Stoffseite und wähle die Nahtzugabe so, dass die linke Nadel bündig mit der darunter liegenden Stoffkante einsticht.
Die Ärmelsäume lassen sich einfacher nähen, wenn ihr euren Cardigan wendet und in der Ärmelöffnung auf der rechten Stoffseite näht. Wenn alle Säume genäht sind, können wir nun die Ausschnittblende vorbereiten. Hierfür nähen wir die 2 langen Bündchenstreifen rechts auf rechts mit 0,7 cm Nahtzugabe an einer Seite zusammen. Ich habe hierfür die Nähmaschine verwendet, damit die Naht später nicht so dick ist. Die offenen Enden falten wir beide rechts auf rechts und nähen sie ebenfalls mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Nun können wir den Streifen links auf links wenden und bügeln. Die vorbereitete Ausschnittblende stecken wir jetzt rechts auf rechts an die Ausschnittkante. Wir fangen an der hinteren Mitte an, wo beide Nähte aufeinandertreffen. Und auf der weiteren Strecke müssen wie immer alle Knipse aufeinandertreffen. In den Zwischenräumen können wir noch weitere Klammern stecken. Bevor wir die Blende durchgehend mit der Overlock-Maschine annähen, fixieren wir zunächst Anfang und Ende mit der Nähmaschine. Mit dieser können wir exakter arbeiten, sodass dann anschließend die Lagen nicht mehr verrutschen können. So haben wir nun an den unteren Kanten einen schönen Übergang und können die komplette Strecke bequem mit der Overlock-Maschine nähen. So, fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die überstehenden Fadenraupen mit einer stumpfen Sticknadel oder solch einer Fangnadel einziehen. Wenn ihr zum Abschluss euer Werk noch schön bügelt, dann achtet darauf, dass die Nahtzugabe der Blende in Richtung Vorderteil zeigt. Und fertig ist unser selbstgenähter Cardigan. Wenn euch nun das Nähfieber noch nicht losgelassen hat, dann könnt ihr euch mit unseren Nähvideos auch ein tolles Damenshirt oder eine coole Biker-Leggings nähen. Also Leute, ran an die Nähmaschine. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen hoch und abonniert auch gerne meinen Kanal. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.